Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Teil unseres Webinars, und zwar widmen wir uns jetzt den Analysen. An der Stelle möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und die Frage stellen, was bedeutet es denn überhaupt, mit einem Geoinformationssystem Analysen durchzuführen? Mit einem GIS ist es möglich, räumliche und thematische Daten zu untersuchen und eben bestimmte Erkenntnisse und Muster aus den Daten zu ziehen. Das haben wir jetzt Ihnen auch vorhin gezeigt. Und möglichst damit einen so großen Erkenntnisgewinn zu schaffen, der Sie wiederum in Ihren Entscheidungen unterstützen kann. Mit unserem WiGeoWeb ist es jetzt möglich, verschiedene Analysen durchzuführen. Hier im Hintergrund sehen Sie ein Venn-Diagramm mit den verschiedenen Analysebereichen, mit denen wir uns bei der WiGeoGIS beschäftigen. Und wir können in diesen Bereichen also mit den Analysen unterschiedliche Antworten auf Fragen finden. Wir schauen uns jetzt mal die einzelnen Bereiche etwas näher an. Bei der Marktanalytik zum Beispiel können wir uns angucken, wie Ihre Zielgruppe aussieht und vor allem, wo sie auch zu finden ist. Des Weiteren können wir uns anschauen, wie hoch Ihr Marktpotenzial ist und wo vor allem auch noch Marktpotenzial da ist. Des Weiteren können wir uns auch anschauen, wo zum Beispiel noch Ihr Mitbewerb ist und wie sich dieser auf Sie wie der sich auf Sie beeinflusst. Wichtig hierbei ist natürlich auch, dass wir bestimmte Daten haben, um eben dann auch Fragen beantworten zu können. Dann haben wir noch den Bereich der Standortanalytik. Hier können wir uns anschauen, wie Ihre Standorte performen, also welche Standorte objektiv betrachtet gut sind und welche es noch gilt zu verbessern. Wir können uns auch anschauen, wo zum Beispiel auch noch Potenzial für neue Standorte besteht, ohne zum Beispiel andere zu kannibalisieren. Wir können an der Stelle auch noch etwas weiter reingehen, nämlich in den Bereich des Category Managements. Wir können uns anschauen, wo zum Beispiel bestimmte Produkte gut performen und wo zum Beispiel auch gewisse Packungsgrößen sehr gut ankommen. An der Stelle möchte ich auch noch kurz auf unser letztes Webinar verweisen. Meine Kolleginnen haben sich sehr intensiv mit dem Thema der Standortanalytik befasst und auch zahlreiche spannende Fallbeispiele gezeigt. Wenn Sie daran Interesse haben, kommen Sie gerne im Nachgang auf uns zu. Wir werden Ihnen die Aufzeichnung dann zukommen lassen. Dann haben wir jetzt noch den Bereich der Gebietsplanung. Hier können wir uns anschauen, wie Ihre Vertriebsgebiete ausschauen oder auch Servicegebiete, ob zum Beispiel die Arbeitslast optimal verteilt ist oder auch das Potenzial. Und wir können auch gucken, zum Beispiel, ob ein Vertriebs- oder Servicemitarbeiter auch optimal in den Gebieten liegt. Kann man natürlich nicht immer beeinflussen, aber wenn Sie zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter suchen, kann man das natürlich auch mit einfließen lassen. Die ganzen Informationen können Sie natürlich auch für Ihre Mediaplanung verwenden. Wenn Sie wissen, wo Ihre Zielgruppe ist, lässt sich das natürlich auch sozusagen für Ihre Mediaplanung dann verwenden. Jetzt können wir in diesem Webinar leider nicht auf alle Bereiche eingehen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Stattdessen fokussieren wir uns auf zwei praxisrelevante Funktionen in unserem WiGeoWeb. Katharina wird uns jetzt gleich im Anschluss zeigen, wie wir ein Einzugsgebiet berechnen und dann eben auch Selektionen auf andere Layer übertragen. Wir wechseln hierzu wieder zurück ins WiGeoWeb. Und zuallererst ein Einzugsgebiet. Ein Einzugsgebiet zeigt, wie weit eine Person von einem Standort aus gesehen in jede Richtung kommt, je nachdem, ob ich Distanz oder nach Zeit wähle. Hierzu gehe ich wieder von einem Standort aus und wir nehmen an wieder einen Startpunkt in unserer Karte. Das könnte auch ein Punkt aus Ihrer Attributtabelle sein, wenn Sie von einem bestimmten Kunden los starten. Hier wählen wir jetzt einen Punkt in der Karte und hier finden Sie das Einzugsgebiet. Sie haben die Möglichkeit, auch mehrere Einzugsgebiete gleichzeitig zu berechnen. Wir werden jetzt nur eins berechnen. Und hier sehen Sie schon, Sie haben die Wahl. Sie können entweder eine fußläufig oder eine Auto-Einzugsgebiet rechnen und Sie haben die Wahl zwischen entweder Sie möchten eine Entfernung nehmen oder eben die Zeit. Wir werden hier ein Einzugsgebiet berechnen, was 20 Minuten Reichweite hat. Wir sehen also hier in diesem Einzugsgebiet Orte, die in 20 Minuten mit dem Auto erreichbar sind. Auf Basis des realen Straßennetzes, also eben nicht nur der Luftlinie. So sehe ich oder so weiß ich, welche Kunden oder auch Mitarbeiter in der Nähe sind und wie gut ein Standort erreichbar ist. Und wir können gezielt Marketingaktionen planen,
oder Vertriebsgebiete sinnvoll zuschneiden. Wenn ich nun dieses Einzugsgebiet habe, interessiert mich ja nun, wie viele Kunden befinden sich darin. Hierzu kann ich einfach das Einzugsgebiet wählen und mit diesem Button die Selektion übertragen. Somit wird auf die anderen Layer diese Selektion übertragen und ich sehe hier wiederum in meinem Kundenlayer, dass sich in diesem Einzugsgebiet 552 Kunden befinden. Ich sehe hier auch wieder die Summe von den Umsätzen, was eine spannende Information ist. Ich kann aber auch noch mir die Informationen aus den Potenzialdaten holen und kann hier auch die Selektion übertragen. Hier sehe ich dann auch, dass sich beispielsweise um mein Einzugsgebiet 109 Postleitzahlen herum befinden und sehe auch hier wieder in der Attributtabelle die Summe aus allen gewählten Spalten, je nachdem, welche Informationen ich abgreifen möchte. Nun kommen wir zum Export. Also jetzt habe ich mir Analysen generiert, ich habe Daten angeschaut, ich habe geschaut, was möchte ich und jetzt möchte ich die Daten wieder aus dem VideoWeb herausbringen. Da habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann zunächst ganz einfach hier oben mit der Druckfunktion eine Karte erstellen. Hier schiebe ich die Karte in den blauen Rahmen ein, wähle hier aus, welches Format ich später haben möchte, gebe dem noch einen Namen und gehe hier auf Drucken. Da dieses länger dauert, habe ich das schon mal vorbereitet und was wir bekommen, ist hier eine Karte im PDF-Format. Diese können Sie beispielsweise Ihren Mitarbeitern weitergeben oder auch Kunden zur Verfügung stellen oder in irgendwelchen Präsentationen einbinden. Sie sehen hier in dieser Karte einen Überblick über die Punkte, über den Inhalt auf der ersten Seite und auf der zweiten Seite sehen Sie die Legende mit allem, was eben dazugehört zu der Karte. Das ist ein schönes Tool, wo ich ganz schnell Informationen eben rausbekomme. Eine weitere Möglichkeit, wie ich Daten herausbekomme, ist, dass ich die Daten exportiere. Und zwar geht es hier wieder über unseren Import oder Download und Upload, aber diesmal in dem Reiter Download. Ich kann hier wählen, welchen Dateityp ich haben möchte. Hier haben wir ein Excel eingestellt, das wäre aber beispielsweise auch noch ein CSV möglich. Bei den Daten kann ich auswählen, welche Daten ich exportieren möchte. Und hier können wir eben nur die aktuelle Auswahl, was ganz spannend ist. Wir haben ja gerade eine Auswahl generiert und ich möchte jetzt nur diese Kunden, die sich mit diesem Einzugsgebiet überschneiden, auch später exportieren, damit ich im Excel damit weiterarbeiten kann und wähle hier eben die aktuelle Auswahl. Und hier kann ich noch auswählen, welche Layer ich auswählen möchte. Hier interessieren mich natürlich jetzt die Kunden und die Potenzialdaten, damit ich damit eben später weiterarbeiten kann oder sie meinem Vertriebsmitarbeiter an die Hand geben kann und sage, hier, das sind deine Kunden. Mit Export wird der Download gestartet und ich bekomme die Daten raus. Ich bekomme nun ein Excel, wo ich hier zwei Reiter habe. In dem einen Reiter habe ich meine Kundendaten und zwar genau die Anzahl, die auch in der Selektion drin waren und auch die überschnittenen Potenzialdaten. Neben diesen beiden Exportfunktionen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, gibt es noch die Report-Funktion, welche es ermöglicht, einen Bericht zu generieren. In diesem Bericht stehen dann weitreichende Analysen und werden in diesem Bericht zusammengefasst. Die Reporting-Funktion können wir nun leider nicht mehr zeigen, aber wir haben noch andere Webinare, die Sie gerne anschauen können, wo dies ausführlich gezeigt wird. Und damit schließen wir jetzt auch schon wieder den dritten Teil ab. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir Ihnen gezeigt haben. Wir haben Ihnen gezeigt, welche Analysebereiche wir bei der WGEOGIS abdecken. Anschließend hat Katharina das Einzugsgebiet gezeigt, wie wir das berechnen im System und wie man dann eben auch mit dem Einzugsgebiet eine Selektion auf andere Layer übertragen kann. Zum Schluss ist Katharina dann noch auf die verschiedenen Exportmöglichkeiten. Sie hat gezeigt, wie die Druckfunktion funktioniert, wie der Excel-Export funktioniert und dann zum Schluss ist sie auch noch auf die Reporting-Funktion kurz eingegangen. Doriana, wenn sich unsere Zuschauer jetzt entscheiden, wow cool, genau das brauchen wir auch.
Welche Betriebsmodelle bieten wir denn an? Ja, klassischerweise hosten wir die Anwendung für unsere Kunden. Liegt einfach daran, dass sie geringere Kosten haben. Sie müssen sich keine Hardware anschaffen, sie müssen auch keine Infrastruktur in ihrem Unternehmen aufbauen und sie müssen sich auch nicht mit anderweitigen lästigen Aufgaben wie zum Beispiel Updates rumschlagen. Das übernehmen alles wir für sie. Das heißt, sie können sich wirklich 100% auf ihr Kernbusiness fokussieren. Um Ihre Datensicherheit müssen Sie sich ebenfalls keine Gedanken machen. Wir verarbeiten Ihre Daten DSGVO-konform und stellen diese auch eben entsprechend im System bereit. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie haben intern gewisse Vorgaben, dass Sie Ihre Daten nicht außer Haus geben dürfen, können wir natürlich auch die Anwendung auf Ihren Servern im Unternehmen für Sie bereitstellen. Ja, jetzt wissen Sie, wo es läuft. Wie geht es denn jetzt weiter? Wenn Sie Interesse haben, dann kommen Sie gerne im Nachgang auf uns zu. Wir werden dann im ersten Schritt eruieren, was Ihr Bedarf ist und welche Softwarelösung genau die richtige für Sie ist. Sie sagen uns dann auch, welche Daten Sie benötigen und wir werden dann die Anwendung für Sie aufbereiten und zur Verfügung stellen und meine Kollegin wird Sie dann anschließend auch einarbeiten und dann können Sie im Endeffekt auch schon durchstarten. Jetzt fragen Sie sich vielleicht noch, was kostet das Ganze? Unsere jährlichen Lizenzkosten beginnen bei 1.470 € pro Jahr und Sie kennen es vielleicht auch schon aus anderen Softwareprojekten. Wir haben immer noch eine Implementierungsphase, die wir dann eben auch aufwandsabhängig verrechnen. Hinzu kommen dann eben auch noch gewisse Daten. Bei der Standortanalytik ist es erfahrungsgemäß so, dass wir deutlich mehr Daten benötigen, einfach um den Standort genauer betrachten zu können, während wir zum Beispiel bei der Gebietsplanung schon mit Ihren eigenen Kundendaten starten können. Vielleicht noch kurz zur Einschätzung. Unsere kleinsten Projekte beginnen bei rund 3.000 € für einen User. Großartig, dass es hier so viele Möglichkeiten gibt. Wir haben Ihnen heute im Schnelldurchlauf gezeigt, wie Sie vom Import der Daten über die Visualisierung und Bearbeitung, über die Analyse und Export bis hin zum Export kommen. Was wir Ihnen heute nicht gezeigt haben und worauf Sie sich nächstes Jahr freuen können, ist, wie Sie aus Ihren Daten heraus, aus der Tabelle heraus Charts erstellen können. Außerdem werden wir Ihnen zeigen, was für Task-Funktionen wir haben und wie Sie diese benutzen. Und was sich hinter dem Content-Management-System verbirgt. Jetzt bedanken wir uns erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und schauen mal, ob uns schon irgendwelche Fragen erreicht haben. Es kam gerade noch die Frage rein, ob man auch selbst die Benutzeraccounts verwalten kann. Ja, das ist auch möglich. Das zeigen wir dann im Content-Management-System. Da kann man selbst die Benutzer verwalten. Gibt es noch weitere Fragen? Sollen wir noch mal irgendwas zeigen für Sie? Interessiert Sie noch etwas? Es kommt nichts mehr, dann würde ich sagen, schließen wir das ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit nochmal. Hier im Hintergrund sehen Sie unsere Kontaktdaten. Wenn Sie im Nachgang doch noch eine Frage haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.